Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu TimeToDo.ch, wie immer auf Schweiz 5. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder bei mir sind. Wir haben heute Abend einen ganz besonderen Gast wieder. Ich weiß, wir haben immer besondere Gäste, aber heute bin ich besonders froh, denn sie kommt von weit her und ist nicht so schnell verfügbar und deswegen bin ich sehr glücklich, dass sie heute Abend da ist. Rechts neben mir Maitra, ein ganz spezielles Medium und lieblicherweise die Übersetzerin Christina, die mir ein bisschen hilft. Ja, für mich wäre es ein bisschen kompliziert. In Englisch, dann wieder in Deutsch, dann wieder zurück und da würde ich zu viel vergessen. Deswegen hilfst du mir. Danke, dass du gekommen bist, Christina. Danke. Maitra, ich richte die erste Frage an dich. Christina übersetzt dann immer und antwortet auch. Okay. Okay. Du bist auf die Welt gekommen, irgendwann hattest du gleich gemerkt, dass du außergewöhnliche Fähigkeiten hast? Soon after being born, you noticed that you have this very special gift. Soon after being born. You know, it's very interesting that you picked up on that because Das ist interessant, dass du da genau das aufgegriffen hast jetzt. The first time that I remember normally, I was about 3 years old. Weil normalerweise, wenn man mich fragt, wie früh hast du es gemerkt, sagt sie ja, ich war 3. And I was in the garden. My mother was hanging up clothes on the clothesline. Und ich war im Garten mit der Mama, die hat gerade Wäsche aufgehängt. And I was sitting among some flowers Und ich saß da zwischen den Blumen talking to a fairy. und habe mit einer Fee geredet. And it was like a little ball of light Das war wie ein kleiner Ball von Licht. that sometimes I could get a glimpse of a little figure in it. Und manchmal habe ich gemerkt, dass da eine kleine Figur drin war in diesem And Lichtball. she was talking to me, Und sie hat mit mir geredet and I was talking back to her. und ich habe ihr geantwortet. And my mother said, who are you talking to? Die Mama hat gesagt, mit wem redest And du I denn said, da? that little light right there. Und ich habe gesagt, mit diesem kleinen Licht da. And my mother got so scared. Meine Mama hat so Angst bekommen. I watched her aura, and I think before that I didn't even realize I was seeing auras. Und ich habe gesehen, dass da war was, sie nennt es die Aura, und bis dahin hat sie gar nicht gewusst, dass es sowas gibt wie die But Aura. I watched it grow from very big because she was happy singing, hanging up clothes in the sun, you Sie war know. draußen, war glücklich und hat die Wäsche aufgehängt, war am And Singen. her aura just went, Und die Aura war bis dahin groß und plötzlich hat sie gesehen, wie da was zusammenfällt. and so I realized I shouldn't let people know that I could talk to. Und da habe ich schon gleich früh realisiert, dass ich nicht über das reden soll. What I later understood was fairies. Und ich habe dann später verstanden, dass das Feen sind. At the time I didn't know. Damals wusste ich das noch nicht. Just a couple of days ago, I was remembering being in the hospital when I was right around a year old. Und vor ein paar Tagen habe ich mich gerade daran erinnert, dass ich im Krankenhaus war. Da war ich noch ganz ein paar Tage alt. And I had burned my hands. Und ich hatte meine Hände verbrannt. So my hands were tied to the side of the crib and my feet were tied to the bottom of the crib. Und man hatte ihre Hände. How old were you then, did you say? A year, just about a Entschuldigung, year, hatte right ich falsch around a verstanden. year. So circa ein Jahr alt war sie. Man hatte ihre Hände und Füße an dem Gitterbettchen festgemacht. And I remembered an angel standing behind the nurse. Und da habe ich mich dann plötzlich daran erinnert, dass hinter dieser Krankenschwester ein Engel gestanden war. Doing this. Und so hat dieser Engel gemacht. And at the time I thought that she meant I should stop crying Und ich habe damals gedacht, sie meint, ich soll aufhören zu weinen and struggling. und mich wehren, soll So aufhören, I mich zu did. wehren. Das habe ich dann getan. But later I realized she probably meant I shouldn't say anything about seeing her. Und später habe ich gedacht, wahrscheinlich hat sie eher gemeint, dass ich niemandem sagen soll, dass sie hinter der Krankenschwester steht. So I'm still remembering things that for one reason or another I blocked out. Und sie hat dann immer wieder so Erinnerungen, dass sie ganz früh schon Dinge abgeblockt hat. And my theory is that probably most people have some of these experiences when they're very young that they don't remember.
Und ich meine, dass sehr viele Leute solche Erfahrungen haben und sich aber nicht mehr daran erinnern. But as we open up and start to see more, perceive more, then we also start to remember more. Aber indem wir uns auftun und mehr Dinge wahrnehmen, haben wir auch wieder diese Erinnerungen an früher. Ich höre immer diese Art, viele Mütter, deren Kinder sich mit für sie nicht sichtbaren Dinge unterhalten, versuchen die Eltern das natürlich als Blödsinn abzutun. A lot of times I hear that people have these experiences when they were small, but the parents they didn't want this to happen. They made them. I think my mother was kind of unusual because she was very interested in, especially in phenomenon. Meine Mutter war auf der einen Seite sehr interessiert an diesen übersinnlichen Phänomenen. She was interested in ghosts and table tipping. And Also an Geistern war sie interessiert und an diesen Tischlerucken, wie wir es da sagen. but when it came to what was happening with me, she continued to be very afraid. Aber wenn es um mich ging, dann hatte sie Angst. So it wasn't that she tried to stop me, but her fear stopped me from letting her know. Sie selber hat mir es nicht verboten, sie hat mich nicht gestoppt, aber ich habe gemerkt, sie hat Angst und das hat mich dann stoppen lassen. Hat sie ihre Fähigkeiten vom Kindesalter über die Schulzeit beibehalten und eingesetzt oder gab es da auch wie bei vielen anderen so einen Cut? The things that you knew from when you were very little, did you use them when you went to school during your puberty years, or was there a big leap or a big stop, and then you rediscovered them later? I think what I did was I'd have an experience, I'd get some guidance or something would happen, and I would love having that happen. But I would put it up on the shelf, kind of, and I didn't have any way to integrate it into my life. Sie hatte diese Erfahrungen, wo sie Ratschläge bekommen hat von irgendwoher und sie hatte dann auch Freude damit, aber sie hat es auf das Regal gestellt, weil sie konnte das nicht in dieses jugendliche Leben integrieren. So I was actually in my 30s before I started really being able to find a way to integrate it into my life. Erst als sie dann so 30 und aufwärts war, hat sie gemerkt, wie sie das integrieren kann ins Leben. Meine nächste Frage, fast vorweggenommen. Ich merke, du fühlst das alles. You probably feel what's coming. Ja. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo man sieht, wozu diese Fähigkeiten einem gegeben wurden. Ich meine, mit Wesen sprechen zu können, die wir nicht sehen können, als, sage ich mal, normalos im Anführungszeichen, die nicht in einer Schwingung sind. Irgendwann kann ich das, aber wie kann ich es zum Wohle der Menschen einsetzen? Okay, the rest is on the one hand being able to talk to these, I say, invisible beings. Yes. But then there comes a time where you realize this has been given to me to help humanity. Yes. I think it was quite a long time before I realized that part. Das hat ziemlich eine Weile gedauert, bis ich das kapiert habe. Because in some way, even though I was hiding it, I thought everybody else was doing it too. Sie sagt, obwohl ich es versteckt habe, habe ich trotzdem gedacht, den anderen geht es ja auch wie mir und die tun das Gleiche. And when I finally realized that didn't happen for everybody, Wo ich dann realisiert habe, dass das nicht so ist, then I was beginning to do the work. dann habe ich angefangen, damit zu arbeiten. Yeah. Das ist natürlich jetzt genau der schönste Moment, dieses Arbeiten. Welche Art von Arbeit, oder frage ich andersrum, bei welchen Problematiken kannst du denn letztendlich den Menschen helfen? So let's go to this so-called working with it. What kind of problems can you help? What kinds of problems is it that you can help? Maybe I can give an example. Ich gebe dir ein Okay. Beispiel. Yeah. I had a young man, Da war ein junger Mann, I think
I think he's about 24. I'm not sure exactly. Der war circa 24. Here in Switzerland. Das war da in der Schweiz. And he was feeling a lot of despair because he was losing his hair. Und der hat angefangen, sehr verzweifelt zu sein, weil er angefangen hat, seine Haare zu verlieren. He was feeling really that life wasn't worth living anymore. Und das ist so stark geworden, dass er das Gefühl hatte, das Leben ist gar nicht lebenswert. He said, I'm in my 20s, I'm a young man, and I look like somebody in their 40s. Und er hat gesagt, jetzt bin ich doch erst so 20 und ausschauen tue ich wie ein 40-Jähriger. So what came for him in the reading was a past life. Und sobald ich angefangen habe mit seiner Sitzung, sah ich sofort ein früheres Leben. And in the past life, he was an American soldier in Vietnam. Und in diesem Leben war er ein amerikanischer Soldat im Krieg in Vietnam. And he, kind of a little piece of the background, he had a big disagreement with his father, and in rebellion, he signed up to go to Vietnam. Gerade davor hatte er einen großen Streit mit seinem Vater und aus Rebellion heraus hat er sich einschreiben lassen als Soldat. Which I think is a part of why this was so traumatic for him. Und wahrscheinlich war das auch ein großer Faktor, dass die ganze Geschichte dann so traumatisch war. He hadn't been to Vietnam for very long. Er war noch gar nicht so lange in Vietnam, When he was accidentally hit by napalm. wie er dann bei einem blöden Zufall von Napalmbombe, ja. Napalmbombe getroffen wurde. The wrong place at the wrong time. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. And he was so terribly burned over his whole body, but especially his head and face. Er war so komplett verbrannt im Körper, besonders auf dem Kopf und im Gesicht. His face essentially melted. Sein Gesicht, das kann man sagen, ist dahingeschmolzen. And he was in, of course, terrible pain. Und er hatte furchtbare Schmerzen. And he was in the hospital, and what I saw was that he convinced a friend of his to help him die. Ich habe dann diesen Film gesehen, ablaufen, wie er da in diesem Spital gelegen ist und seinen Kollegen, der da Pfleger war, überzeugt hat, er braucht etwas, damit er sterben kann. Because he couldn't face life in such pain and looking the way he did. Weil er konnte sich nicht vorstellen, so weiterzuleben mit diesen Schmerzen und so wie er ausgesehen hat. So on the face of it, just that one thing, of course he had to look at, he's a beautiful young man, even without as much hair. Also er ist heute ein schöner Mann, nur hat er keine Haare. And compared to losing your face and not being able to use your arms and legs and Man kann so es nicht on, vergleichen mit dem, was ihm damals passiert ist, nämlich das Gesicht zu verlieren und seine Arme und it Oberkörper. put things in perspective for him. Das hat das Ganze, also diese Geschichte zu hören, hat das Ganze in die Perspektive, in eine andere Perspektive gerückt. But I want to tell you about one more thing that happened that came to me after I did the reading. Nach der Sitzung hat sie noch was erfahren. His mother has, I don't know how many pictures, I think 100 or more, that he did when he was a child of helicopters. Seine Mama ist dann gekommen nach der Sitzung und hat uns ein Heftchen gebracht. Und ich weiß, he was 3 years old when he started. Ja. Er war erst 3. Die Mama hat es aufbewahrt und das sind eine Seite nach der anderen nur von Helikoptern. Guns, fire, Gewehren, the war. der Krieg. The parents, of course, didn't know where this was coming from. Die Eltern haben sich damals gewundert, wo kommt sowas her? But he was trying to work it out by himself. Er hat da schon eine Art Umgang. Vorahnung oder Rückahnung so gehabt. hat er versucht, mit dem schon umzugehen. Because it was a helicopter that the napalm came from. Weil tatsächlich war es damals ein Helikopter, der diese Bombe abgeworfen hatte. Dieses ganze Thema mit unseren früheren Leben. Ja, all this issue about our past lives. Ja.
viele Menschen versuchen ja, das wegzuschieben und sehen nur ihr jetziges Dasein. A lot of people push that away and can only see their present existence. Yes. Warum wehren sich so viele Menschen gegen diesen Gedanken der sogenannten Reinkarnation? How come so many people don't want to hear about this so-called reincarnation? Well, if you have a very, very painful memory from your early childhood, Also wenn du jetzt in diesem Leben eine Erinnerung hast, die sehr schmerzlich ist, auch von der Kindheit, you don't want to remember it. ja, dann will man sich nicht daran erinnern. You don't want to think about it or talk about it. Da redet man nicht drüber, da denkt man nicht drüber nach. And it's the same with the past lives. Das Gleiche gilt bei einem früheren Leben. But what I notice is that when someone has a deep intent to liberate themselves, Aber wenn die Absicht, sich zu befreien von solchen Sachen ganz stark ist, then they come in and they're determined to uncover those painful experiences and heal them. dann kommen sie. Sie sind bereit, auch diese schmerzlichen Erinnerungen wieder aufzudecken und sie zu heilen. And you'll see it like I did with him, even in childhood. Gerade heute Morgen hatte ich ein Telefonat mit einer Frau, die seit 30 Jahren unter mörderischen Kopfschmerzen leidet. This morning I had a phone call from a woman that says that she has had, excruciating headaches for the last 30 years. Und so stark, dass sie teilweise sich nicht um ihre Kinder kümmern kann und nur im Bett liegt und versucht, ihren Kopf zu kühlen oder ähnliches. It's so bad that she cannot look after her children, after her family, and she lies in bed and she cools her head and the like. Und Are über these migraines? Excuse me? Ist are das they Migräne? Ja. Yeah. Ja. Und über Jahre hinweg, von Cannabis über Morphium, über Psychopharmaka, Ja. nichts konnte ihr bisher helfen. Nothing was able to help. Cannabis or morphine or a Psychopharmaka. medication, yes. So, and all the times when I talk with es kommt irgendwann. Ich habe das Interview, du übersetzt. Genau, machen wir es Ja. andersrum. Immer mehr spüre ich, wenn ich mit solchen Menschen spreche, dass das Problem nicht mit unseren Mitteln zu lösen ist. And often when I talk to people like this, I can feel that the solution to this problem is not with what we usually use. Yeah, I agree. We could look at the past life or what the karma is that she's working with. Man kann das frühere Leben anschauen und mit dem Karma arbeiten, das da ist. But I can tell you one thing that I've seen help a lot of people. Aber etwas anderes möchte ich sagen, das ich beobachtet habe, das sehr vielen Menschen hilft, Is biofeedback ist Biofeedback. Man sagt, glaube ich, auch or Neurofeedback. neurofeedback, yeah, as they Yeah. call it here. And I've had people who've been on medication for 25 years with 5 or 6 sessions with a good biofeedback therapist. Sie throw hat away their beobachtet, dass Leute, medication. die schon 25 Jahre Schmerzen haben und die gehen dann zu jemandem, der das macht und sind diese Probleme schmerzenlos nach 5, 6 Mal behandelt werden. Eine Seite, können solche Dinge auch mit unserem Karma zu tun haben? On the one hand, can those things have to do with our karma? Yes, of course. Yes. Yeah. Andere Geschichten zeigen mir immer wieder, dass Menschen die gleichen Fehler in ihrem Leben wiederholen. And on the other hand, it's we can almost watch that people repeat the things over and over again. It's true. Yeah. Jetzt hat in unserer wissenschaftlich oder naturwissenschaftlich geprägten Welt Our world, which is oriented in a natural science fashion, werden ja solche Dinge oder Menschen, die Fähigkeiten haben wie Maitra, oft belächelt und in die Ecke der Esoteriker oder ich sag mal ganz kräftig der Spinner gesetzt. well, science disregards people like you. They will go and put you in a corner where they put everything that is esoteric and nuts. Well, not as much as they used to. Nicht mehr so viel wie früher. Gott sei Dank. Thank goodness. Yes, yes. So. Hast du es sehr schwer,
deinen Standpunkt zu behaupten, den Menschen zu erklären, dass es neben der klassischen Medizin, wie wir sie kennen, auch noch andere Dinge gibt? Do you have a hard time, declaring that there are other ways of helping, but the traditional medicine, for instance? No, no, because I'm so fortunate to have people who support what I do and are open to the possibilities. Nein, ich habe kein Problem, weil ich bin umgeben von Leuten, die offen sind für solche Dinge. And I think in general attitudes are changing rapidly. Ganz generell hat sie einfach auch beobachtet, dass sich die Einstellung sehr stark am Verändern ist. The medical community is more open to alternative ways of healing. Sogar die medizinische Gemeinschaft ist offen für alternative Arten. And alternative people are more willing today, I think, to work with the traditional medical people. Und umgekehrt ist es so, dass die Leute, die alternativ heilen und arbeiten, viel gewillter sind, auch mit der Schulmedizin zusammenzuarbeiten. Also umgekehrt. Ja, ja, die beide sind jetzt Ja. gewillter, aufeinander zuzugehen. I think change is at hand. Ja, die Veränderungen sind auf der Hand. Zu sehen. And minds are opening up. Und der Geist öffnet sich immer mehr. Also ich sage, ich brauche meine Fragen gar nicht mehr zu merken. Sie gibt mir immer den richtigen Einstand dann. I don't have to remember my questions. You always give me the tip for the next Oh, question. okay. Es wird ja viel gesprochen über das Jahr 2012. There is a lot of talk about the year 2012. Yes, of course. Viele Menschen meinen mit dem berühmten Datum 21.12., dem quasi Ende oder des uns mitgeteilten Endes des Maya-Zyklus, des großen Maya-Zyklus, würde die Welt sich am 22. verändert haben. A lot of people talk about the date, the 21st of December, because the Mayan calendar ends there, and a lot of people think on the day after everything will be totally changed. Was ist deine Meinung da dazu? What is your opinion of that? My opinion of it is get ready. Meine Meinung ist, bereitet euch vor. I think it is happening. Ja, es ist It is schon happening. am passieren. The world as we have known it Die Welt, so wie wir sie bis jetzt gekannt haben, already is no more. ist nicht mehr so, wie sie war. And it's just now a matter of sort of the accumulation of these changes into a different, more humane reality. Es summiert sich immer mehr, dass es in Richtung einer humaneren Realität geht. There's a spiritual teacher, I can't say his name now. He's a meditation teacher, and his goal is to have 1% of the people on the planet meditating for peace. Es gibt sie kann den Namen nicht sagen, einen geistigen Lehrer, Meditationslehrer, der Also ich sagt, kenne diese Aussage. Maharishi. Maharishi, thank you. aha. Thank you. It's to do 1 minute of, 1% of humanity 1% of humanity, 1% of the people on the planet will make peace on our planet. 1% der Menschheit würde reichen, um den Frieden, also die richtig denken, würde reichen, um den Frieden herzustellen. And there's a book written about an interesting study that he did in California. Hat ein Buch herausgegeben von einer Forschung. He had a group of people who were already meditating together in Berkeley. Hatte eine Gruppe, die miteinander meditiert haben in Berkeley. And they decided to do an experiment. They went next door to Oakland, which has one of the highest crime rates of any place in the United States. Sie haben ein Experiment gemacht, dass sie zur nächsten Stadt gingen, nach Oakland, und das gibt die meiste Kriminalität. Höchste Kriminalitätsrate, ja. And I don't remember all the details. They went and meditated there, right in the middle of the high crime area. Die sind da hingegangen und haben dort im schlimmsten Zentrum der größten Kriminalität haben die meditiert. And in about 6 months, the crime rate went down, I'll say 50%. Und innerhalb 6 Monaten ist die Rate heruntergegangen, der Kriminalitätsrate so circa, sie meint so circa 50%. So they said, okay, let's leave now, let's go back to Berkeley.
Dann haben sie gesagt, jetzt gehen wir wieder weg von da, wir gehen zurück nach Berkeley. As soon as they left, the crime rate started going up again. Sobald die weg waren, ist das wieder gestiegen. And the crime rate in Berkeley Goes down. goes down. Ja, und in Berkeley ist das wieder gesunken. Also, das heißt doch für uns letztendlich, dass das der klare Beweis dafür ist, je mehr Menschen dieses, ich sage mal, positive Denken, also an die Sachen denken, die sie wünschen, die sie wollen und nicht die, die sie fürchten, desto mehr würden wir unsere Welt in diese Positivrichtung bewegen. So that is like proof that if we human beings would think in a so-called positive way and think of the things we want and not the things we fear, we could move the world into this better, positive direction. We are. We're doing it already, you mean? We're doing it already. Wir tun das Ja. eh schon, ja. Wir tun's. Look what happened in South Africa. Schau mal her, was jetzt da in Afrika was am passieren A ist. man who had been terribly mistreated by the white regime there got out of prison. Also in Südafrika war das und da ist ein Mann aus dem Gefängnis gekommen, der lange misshandelt wurde. And Mandela? Mandela, he was a saint. He is a saint. Ja, da geht es um Mandela und er ist ein Heiliger. And he, I firmly believe, prevented a bloodbath in South Africa. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er ein Blutbad verhindert hat in Südafrika. Some of the things that are happening can't be explained any other way except that there's a change in consciousness on our planet. Da passieren Dinge jetzt, die man gar nicht anders erklären kann, als dass das eine Veränderung im Bewusstsein der Welt ist. And it's rolling. Und das rollt. Es ist am Rollen. It's rolling, yeah. Das heißt letztendlich, immer mehr Menschen auf der Welt erkennen A, Fähigkeiten und B, dass sie mit ihren Gedanken eine andere Welt schaffen können. So on the one hand, a lot of people recognize their own gifts and recognize that they can help change the world by thinking in that positive way. Yes. Yes, and it's one at a time, isn't it? Und das ist doch einer nach dem anderen, nicht wahr, sagt sie. It matters what you do, what you say, what you think. Und jeder Einzelne, das tut was. Jeder Einzelne macht seinen Beitrag. Wir müssen uns kurz der Werbung zuwenden. Nach der Werbung werden wir Ihnen erzählen, wie Maitra in der Schweiz wirkt. Bis gleich. Und schon sind wir wieder zurück bei Time to Do. Heute bei mir zu Gast Maitra, ein spezielles Medium mit sensitiven Fähigkeiten. Und bevor wir Ihnen sagen, wo Sie in der Schweiz erreichen können, möchte ich mit dem ersten Satz in Ihrem Flyer beginnen. Auch diesen Flyer können Sie in Kürze über die Website www.maitra.net sich ausdrucken und dort weitere Informationen finden, denn die Website ist derzeit nur auf Englisch verfügbar, aber auch demnächst in deutscher Sprache. Ich nehme mir mal den ersten Satz, der auf deinem Flyer steht. Maitra ist eine Sensitive mit der speziellen Eigenschaft, in die Akasha-Chronik der Ratsuchenden blicken zu können. Okay. Nun, vielleicht wissen viele der Zuschauer nicht, was ist die Akasha-Chronik und steht da über jeden was drin. Possibly a lot of people that are watching don't know what that is, the Akasha Chronic, and are we all written into that Akasha Chronic? Yes. Think of it as a big library Stell dir das mal vor wie eine große Bücherei with a book in it for every person. mit einem Buch für jede Person. And it gives all of your lifetimes Da drin stehen alle deine Leben and all of the times between lifetimes und all den Zeiten, die zwischen den Leben and waren. all of the people that you're connected to. Und auch über alle Menschen, mit denen du je verbunden warst. So you can imagine how much space it might take up So kannst du dir vorstellen, wie groß der Raum sein muss. on the what's called the astral plane. Ja, auf dieser Astralebene. Gut, aber wir reden jetzt nicht über mein Buch. We'll not talk about my book now. You don't want to talk about your book, No, okay? no. Well, here's the wonderful thing. I and other people with my training can access
the Akashic for you, and you can learn to access it yourself. Das Schöne daran ist, dass ich und Leute wie ich, die das gelernt haben, wir wissen, wie man in diese Bücher reinschaut und jeder kann das auch lernen, in sein eigenes Buch reinzuschauen. The only thing that keeps it closed from you is your own mind and what it will allow you to know. Das Einzige, was dieses Buch verschlossen hält, ist dein eigener Verstand. So it's open for anyone who really wants to. Es öffnet sich für jeden, der Interesse dran hat. Habe ich das dann so verstanden, dass Maitra neben der persönlichen Beratung von Menschen, die bei ihr Rat suchen, auch Menschen beibringt, diese Fähigkeiten bei sich auszubilden? Do I understand that right, that you don't just give counseling, but that you also give training to people who want to learn that? Yes, I do. Yes. Ja, tut sie. I'm thrilled to do this. Ich habe Freude, dass das jetzt angesprochen wird und sie hat Freude, diese Ausbildung zu machen. I'm just finishing the first 2-year training. Sie hat gerade ein 2-Jahres-Training abgeschlossen und nachdem ich schon 15 Jahre übersetze, habe ich gesagt, ich möchte das auch lernen und ich bin gerade so am Fertigwerden. And I'm beginning a new one in the fall. Und im Herbst fängt so ein Zyklus wieder an, ein 2-Jahres-Kurs. So if anyone is interested in moving more into their own potential. Und wenn jemand Interesse dran hat, immer mehr in sein eigenes Potenzial hinein sich zu bewegen. I'm not interested in teaching a lot of people to do what I do. Es geht mir nicht darum, dass ich den Menschen beibringe, das zu tun, was ich mache. My goal is to help you discover what you do. Mein Ziel ist, dir zu helfen, zu entdecken, was du kannst und was du tust. What your strengths are, Was what deine your Stärken sind gift is. und dein Talent. And then give you some experiences to help you develop that. Und dann gebe ich dir meine Erfahrungen, um deine Gaben zu entwickeln. And Christina said to me recently that she's doing regressions, which is one of the things that we do in my training. Wir haben auch Rückführung gelernt zu machen und da habe ich was entdeckt, was sie jetzt gerade erwähnt. Regressions is going back and remembering past lives. Ja, da geht man zurück und steigt selber ein in vergangene Leben. And she said, but I don't do it the way you do, Maitra. Ich habe dann entdeckt, wie ich das dann geübt habe. Meine Art, es zu tun, das kam dann plötzlich ganz automatisch daher, dass ich das ganz anders gemacht habe. Ich hatte auch Angst, ihr das zu sagen. I was afraid to tell you that I was not doing it your way. But I said, to me it means I'm a good teacher. Aber für sie hat das bedeutet, dass sie eine gute Lehrerin ist, nämlich dass der andere seines tun kann und entwickeln kann. Integrating everything she's learned and she's discovering her own way of doing Das heißt, das Gelernte wird integriert und mit dem verbunden, was man selber tun kann und ist. Eines der Dinge, die uns an unserem wahren Sein eigentlich hindert, sind ja anerzogene und aufgezwungene Blockaden und angewöhnte Muster. Das A ist lot of things that keep us to be from what we are our the early education, where we were kept from doing what we would have naturally done. Yes. And then these so-called patterns that started from there. Yes, the programming, yes. Ja, das Programmieren. Und das ist doch der wichtigste Punkt aus dieser, ich sag mal immer, aus diesem Hamsterrad kommen ja viele Menschen nicht heraus, weil sie den Weg nicht kennen. Well, you know, we use the word a lot, the wheel of the hamster. We are in this wheel of the hamster and it's very difficult to climb out of that. Yes, it is. Unless you really want to. Höchstens, du willst es wirklich ganz fest, da rauszukommen. Das mit dem Wollen ist ja immer so eine Sache. Well, it's a thing, this wanting. Ja. Yes. Wir sind ja noch so geschult, nur das zu wollen, was wir realistisch erreichen können. Well, we are trained to only want what we think is realistically achieved. This is true. So. Ja. Wenn ich geboren bin in einer ganz normalen Familie, die gleich welchen Beruf ausübt, die ganz normal in einer kirchlichen Konfession sind, ich eine ganz normale Ausbildung mache und irgendwann spüre ich, so war es bei mir auch, dass plötzlich immer mich irgendwas wegzieht und irgendwas anders ist.
Und irgendwann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Aber stelle immer wieder fest, dass es viele gibt, die trauen sich das nicht, aus Angst heraus, sie könnten was Schlechtes machen. Yeah, if you're born into a so-called very normal family, you have a very normal training for a job, very normal school before that, and you go to church with everybody else, and all of a sudden you have this pull. Something is pulling you, but Hast Angst dann? Yeah, you don't dare step out of the habitual things. Was kann sie diesen Menschen raten? What can you counsel these people that have out there have the same problem? Well, I talk a lot about a term that's being used in America a lot now, thinking outside the box. In Amerika wird sehr viel von diesem außerhalb der Kiste denken benutzt, dieser Ausdruck. I think it's not as common over here, but in America they're doing workshops for the big companies like Intel and Microsoft, teaching people how to think outside the box. Sie hat das noch nicht so gehört bei uns da, aber in Amerika gibt es Seminare und Ausbildungen oder Wochenenden bei großen Firmen, die den Leuten beibringen, wie man außerhalb der Kiste denkt. And the box is what we have accepted about what other people taught us. Und bei dieser Kiste geht es darum, dass wir das angenommen haben, was wir von anderen Leuten gehört haben, wie man uns gelehrt hat. How we see ourselves. Und so wie wir uns selber sehen. So something as simple as growing up with the idea that you're not as smart as your big brother. Ja, wie die Idee, ich bin nicht so clever wie mein größerer Bruder. To think outside the box is to reconsider that. Außerhalb der Kiste denken heißt, das alles noch einmal neu zu überdenken. Well, why do I believe that? Und warum glaube ich das And alles? is it really zu hinterfragen. Und ist das wirklich wahr? Und And are there different kinds of being smart? gibt es und sich zu fragen, gibt es verschiedene Arten, klug zu sein? Das bedeutet, es geht nicht so, dass ich denke, ich bleibe jetzt in meinem Kopf so wie er ist, dann komme ich zu dir und du kannst alles umdrehen, sondern ich muss selbst anfangen, mich mit mir zu beschäftigen, wer ich bin und woher ich komme, dann kannst du mir die Tür öffnen. Ist So das it's so richtig? not like somebody doesn't want to change anything in his head, in his mind. He hopes to come to you and that you change it for him. It's so that you will tell him what he himself has to do to change. Well, I don't think I'm an authority like that. Ich glaube nicht, dass ich so eine Autorität bin. Through mirroring the person's own desire to see themselves differently. Es ist eher so, dass ich ihm spiegle, seinen eigenen Wunsch spiegle, anders zu sein, das zu sein, was er ist. Sometimes I can take the sting out of something that a person has believed about themselves. Manchmal gelingt es mir, den Stachel aus dem herauszunehmen, was jemand über sich schon jahrelang gedacht hat. It's like the young man I was talking about earlier. He was so distressed at how his looks were changing. Wie das Beispiel von dem jungen Mann vorher, der seine Haare verloren hat. That he felt like he wasn't even sure if he wanted to live. Und plötzlich so anders auszusehen, hat ihn davon überzeugt, dass er gar nicht sicher sei, überhaupt noch leben zu wollen. But when I looked at the Akashic, ich habe aber dann seine Akasha-Chronik angeschaut. And I showed him why he's suffering with the hair loss. Und ich habe ihm gezeigt, warum er plötzlich seine Haare verliert. It's the remnants of that experience. Das war ein Überbleibsel von dieser vergangenen Erfahrung. Where he not only lost his hair, he lost his face. Damals hatte er auch sein Gesicht verloren. And as soon as he got that new perspective, a bigger picture. Das hat ihm ein größeres Bild gegeben, eine größere Perspektive. He was able to move it himself. I didn't have to do anything more than just show him the picture. Ich habe ihm nur das Bild gezeigt. Er hat das dann selber verändert. Dann verstehe ich dich ja fast wie einen Dolmetscher. Well, then in that case you're almost like a translator. Thank you. That's great. An interpreter. Yes. Letztendlich die Informationen aus der geistigen Welt, die ich
in meiner Realität oder in meinem Realitätsdenken noch nicht verstehen kann, da kannst du mir helfen, die erstens mir mal begreiflich zu machen, dass ich begreife, eine andere Art zu denken. Well, it's like you hear the information from the spiritual world Yes. that is there for everybody, but I can't hear it, and so you offer me this so that I can make the change. Yes, that's right. Yeah. And I want you to know you can learn to hear it. Und ich möchte das noch einmal betonen, du kannst das lernen zu hören, If it's what you want. wenn du das willst. It's like someone, we all can run, you know, most of us, Die almost all meisten of us. von uns können rennen, But as laufen. soon as you decide that you want to be a runner, Aber in dem Moment, wo du entscheidest, ein professioneller Läufer, Renner zu sein, you start focusing on that, you start practicing, dann fokussierst du dich darauf, dann and pretty übst du. soon you're an extraordinary person in that you can run better or faster than other people. Und dann bist du eines Tages einer, der viel schneller laufen kann als die normalen Leute. Wenn sie jetzt sagt, alle können wir laufen, dann würde das ja auch bedeuten, letztendlich können wir auch, wenn wir das wollen, alle unsere sensitiven Fähigkeiten erkennen und dann auch anwenden. So you mean to say that means that all of us also have these gifts of this sensitivity, and that we can train it and use them. Yes, we can all develop in the ways that we feel we want to. Ja, wir können Ja. wir können alle uns dorthin entwickeln, wo wir hin möchten. As soon as I realized what I could do, I realized it's what I came here for. In dem Moment, wo ich entdeckt habe, was ich wirklich kann, habe ich auch erkannt, wieso ich überhaupt gekommen bin. Because it felt like putting on a familiar old sweater or something. Es hat sich angefühlt wie einen schon sehr bekannten alten Pullover anziehen. This is me. Das bin ich. This is who I am. So bin ich. This is what I came here to do. Und das bin ich gekommen zu tun. Dann wollen wir vielleicht den Zuschauern auch die Möglichkeit noch geben, Maitra noch einmal persönlich zu sehen oder eventuell mit ihr noch einen Termin zu bekommen. So we Leider give people bist the du schon fast possibility to come and see you personally. am Ende deines derzeitigen Aufenthaltes in der Schweiz. Unfortunately, you are at the end of your stay here in Switzerland. Jetzt möchte ich noch unseren Zuschauern zumindest den nächsten, auch alle anderen Termine, können Sie auf unserer Homepage oder wenn Sie kein Internet haben, was natürlich die Zuschauer mir immer wieder mitteilen, dann holen Sie sich einmal Block und Bleistift, denn es gibt Telefonnummern und Adressen. Es gibt noch 3 Orte, einmal in Bern, einmal in St. Gallen und einmal in Chur, wo Maitra für Sie da sein kann. Es gibt auch Telefonnummern dazu, wo Sie sich voranmelden können und über die weiteren Begebenheiten vor Ort erkundigen, um noch einen Termin mit Maitra zu bekommen. Denn was kann uns Schöneres passieren, wenn uns jemand den Schlüssel zeigt zu all den verborgenen Türen in uns, die uns die Möglichkeit geben, ein anderes, vielleicht ein mehr geistiges Leben zu führen. Dann sage ich Ihnen mal den ersten Termin in Bern, Freitag und Samstag, 4. und 5. Mai. Können Sie sich voranmelden unter der Rufnummer 031 302 0033. Ich wiederhole noch einmal, am Freitag und Samstag, 4. und 5. Mai in Bern, unter der Telefonnummer 031 302 0033. Das wäre der erste Termin. Dort können Sie noch einen Termin ausmachen. Und ich möchte Ihnen auch noch einmal sagen, auf dem Flyer, den Maitra herausgibt, schreibt sie einen ganz tollen Satz und der gefällt mir sehr gut. Und zwar, dass Sie sich, bevor Sie zur Maitra gehen, sie empfiehlt, sich vor einer Sitzung mit der persönlichen Lebenssituation auseinanderzusetzen, um eventuelle Fragen stellen zu können. Die Antworten beinhalten oft hilfreiche Hinweise und bieten konkrete Entscheidungshilfen an.
Also, wie wir vorhin schon einmal gehört haben, es geht nicht darum, wie zu einem, ich sag mal, wie wir das aus Fernsehfilmen kennen, zu einem Wahrsager zu gehen, der in eine Kristallkugel hineinschaut, ohne dass ich etwas tun muss, dann sagt, du wirst morgen das und das oder das und das erleben. Es geht darum, jetzt die Dinge, die wir auch schon von Rinpoche, vom Lama gehört haben oder von Mike Zoller. Wir müssen anfangen, an uns zu arbeiten und feststellen, wer wir sind und wer wir früher waren. Jetzt gebe ich Ihnen noch den zweiten Termin. In St. Gallen, Freitag und Samstag, 11. und 12. Mai. Dort im PSI Forum Ostschweiz unter der Rufnummer 071 223 1668. St. Gallen, 11. und 12. Mai, im PSI Forum Ostschweiz, Telefonnummer 071 223 1668. Und den letzten Termin in der Schweiz in Chur am Donnerstag, den 24. Mai. Dort können Sie sich anmelden unter der Rufnummer 081 356 64 60. Ich wiederhole noch einmal 081 356 64 60. Sollten Sie jetzt nicht die Gelegenheit gehabt haben, auf unserer Homepage www.timetodo.ch finden Sie die gleichen Termine, sowie auf Facebook und natürlich auch, wenn Sie sich in YouTube die Sendung ab 22 Uhr oder morgen noch einmal anschauen, dann sehen Sie natürlich das Gleiche wie das, was ich hier gesagt habe. Sollten Sie auch die Möglichkeit nicht haben, schreiben Sie mir. Sie kennen die Anschrift timetodo.ch, CO Schweiz 5, Lotzwilstraße 66 in 4900 Langenthal. Dann erfahren Sie sie auch und wenn Sie sonst Fragen haben, wissen Sie, können Sie sich auch an mich wenden. Ich komme noch einmal zurück zur Maitra. Die Menschen, die zu dir kommen, The people that come see you, yes. erwarten die von dir alle, dass du ihnen neue Hinweise gibst oder erwarten die von dir, dass du ihnen einen Weg aufzeigst, wie sie sich verändern können? Is it more so that people want a solution to their problem, or is it so that they would like you to show them a new way of handling their problems themselves? I think I get some of both. Ja, beides ist der Fall. Beides. Das heißt, Lebenssituationen, die mich vor Problematiken stellen, die ich im Moment nicht sehe, weil ich sie vielleicht nicht sehen kann. Is it more like people come with problems where it's like almost hidden problems? I cannot recognize what is the cause of my problem. Yes. Ja. Yes. Ich sage mal so ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Viele Menschen haben mit ihren Partnerschaften I Problematik. bring an example. A lot of people have problems with their partnerships. Yes. Und auf der einen Seite ist es die Thematik, dass man sich das klassische Thema auseinanderleben, man versteht sich nicht mehr. Well, a lot of times it's people have their lives are drifting apart. Yes. Und die andere Seite ist immer, dass Menschen, die aus einer Trennung herausgehen, sich verloren fühlen und immer wieder die Frage haben, finde ich noch einmal einen Lebenspartner? And the other thing is people have separated and they feel kind of lost and wonder, will I find a new partner? Yes, and there's no simple solution that fits everybody. It's every situation is so individual. Da gibt es keine Antwort, die auf alles passen würde, weil jede Situation ist so individuell. I remember this woman that had been married, I think, something like 50 years. Da kam eine Frau, die war, ich glaube, seit sie 50 Jahre verheiratet. And she was so angry at her husband. Und sie war so wütend auf ihren Mann. And she was ready to leave. Und sie war bereit, ihn zu verlassen. After 50 years. Nach 50 Jahren Ehe. And by the time she left the session, she was going home to tell him how much she loved him. Nach der Sitzung war sie so bewegt, was sie gehört hat, dass sie bereit war, nach Hause zu gehen und zu sagen, wie sehr sie ihn liebt. Because what happened to her was she got so angry she closed her heart. Was passiert war, ist, sie war so in ihrer Wut stecken geblieben, dass das Herz zugegangen war. And one of the things I
I can say to people is, you don't have to close your heart when you're angry Und ich sage oft zu den Leuten, ihr müsst das Herz nicht zumachen, nur weil ihr wütend seid. or when you disagree. Oder wenn ihr nicht die gleiche Meinung habt. You don't have to punish your partner by cutting off the love. Und ihr müsst ja nicht den Partner bestrafen, indem ihr die Liebe abschneidet. And this woman got it, and it was such a Sie relief hat kapiert. Und das war so wohltuend für sie. because she didn't really want to leave him. She loved him. Weil eigentlich wollte sie ihn nicht verlassen, sie liebte ihn noch. Immer mehr in unserer Unterhaltung merke ich, dass das Problem nicht die Probleme sind. Das Problem ist, wir kennen die Wege der Lösung nicht. It's not the problem, it's the problem, but that we don't know which way to go to solve it. Yes, and sometimes we just can't get enough distance from it. That's Weißt, what und a oft ist es so, dass wir gar nicht uns distanzieren können davon. that's what a person like me can do is help you get a little bit more distance from it so you can get a better perspective. Vielleicht kann man so sagen, dass ich so oft die Rolle habe, dass ich weiter zurückstehe und das von einer anderen Perspektive sehe und das dann vermitteln kann. When we're in the middle of something, it's very hard to see it. Weil wenn wir direkt drinstehen, dann ist es sehr schwierig, das zu sehen. Der alte Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Yeah, we say here, you can't see the forest for trees. Amen. Yeah, we say the same. Amen. Wir Ja. sind ziemlich schon, geht unsere Sendung zu Ende. Wir haben vielleicht noch 2 Minuten. We have another 2 minutes Für left. unsere Zuschauer, wenn du jetzt 30 Sekunden eine Botschaft formulieren dürftest, was würdest du unseren Zuschauern sagen? What would you say to our spectators if you only have 30 seconds to give a message to them? Oh. Oh, can I quote Shakespeare? Darf Yes. ich Shakespeare? Can we try that one again? Hoffentlich. To thine own self be true, Sei dir selber treu and it follows as the day the night. und es wird sich folgen, wie der Tag der Nacht folgt. Thou canst not then be false to any man. Du kannst daraufhin nicht falsch sein Or any person. zu irgendeinem Menschen, zu einer Person. So know yourself Kenne dich selbst and be true to yourself. und sei dir selbst wahr und treu. And even if other people in the moment don't agree, Und auch wenn Menschen in diesem Moment nicht einverstanden sind mit dir, you can trust that in the big picture it's going to be okay for them too. du kannst darauf vertrauen, dass im großen Bild das stimmt. Dankeschön. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit dir nehmen konntest, heute zu uns ins Studio zu kommen. Auch dir, Christina, vielen Dank für das Übersetzen. Das wäre mir doch etwas schwer gefallen. Wir sehen uns bestimmt noch einmal wieder, wenn du im September wieder kommst. Ich bin jetzt schon wieder dabei, das Ende der Sendung, die sehr interessant war und sehr tiefgehend für mich. Ich hoffe, Ihnen ging es genauso heute. Wenn Sie noch mal Fragen haben zur Maitra, dürfen Sie sich gerne an TimeToDo wenden. Ich bedanke mich, dass Sie auch heute wieder bei uns waren und bei dieser Sendung teilgehabt haben. Wir sehen uns morgen wieder mit einem ganz anderen Thema. Da geht es um das Thema der Verdingkinder, eine etwas dunklere Seite, die nicht so einen tollen Spirit hat wie unsere Sendung heute. Aber ich denke, auch diese Seiten müssen wir betrachten, um zu lernen, dass nichts mehr passiert. Bis dahin.